Willkommen auf Phillip Island, willkommen im nächsten Video. Meine Haare werden immer länger, die Sonne scheint und wir starten rein mit dem Video. Ja, für die, die es nicht wissen, mein Name ist Philipp und es wird sogar genauso geschrieben wie die Insel hier. Also ich kann eigentlich sagen, ich bin auf meiner eigenen Insel. Nee, aber ich arbeite jetzt hier als Backpacker 2 Monate für das MotoGP-Rennen und es ist eine mega geile Arbeit. Ich freue mich schon, euch gleich alles zeigen zu können. Das Haus hinter mir wird von der Firma bezahlt. Hier lebe ich noch mit 4 anderen Backpackern zusammen. Die stelle ich euch auch dann im nächsten Video vor, weil die will ich ein bisschen cool inszenieren tatsächlich. Was es noch so für Benefits geben wird von der Firma und wie meine Zeit hier aussieht in den nächsten Wochen, das erfahrt ihr noch in diesem Video, also bleibt dran. Wir springen rein in den Arbeitstag. Ja, guten Morgen, ich nehme euch heute mal wieder mit auf einen Arbeitstag. Ich bin noch ziemlich müde, deswegen verzeiht mir noch ein bisschen die Energielosigkeit. Ja, ich zeige euch mal mein Zimmer. Ist jetzt auch mal wirklich unplugged, also ich habe jetzt nicht extra aufgeräumt oder so, aber ich finde, es ist nicht zu bad. Und was nehme ich immer so mit? Also meine Verpflegung tue ich schon immer abends vorbereiten. Es sind 4 Sandwiches drin, 2 Flaschen Wasser, ein Apfel und eine Banane und jetzt haue ich mir noch eine Kiwi rein. Und ich trinke morgens immer noch ein Vitamin C, deswegen gehen wir jetzt nochmal hoch in die Küche. So, einmal die Treppe hoch. Morning Mate. Ich haue mir immer morgens noch ein Vitamin C rein, einfach aus dem Grund, weil es hier doch immer sehr kalt ist nachts und tagsüber ist es sehr warm, aber dann will ich halt immer auf jeden Fall fit bleiben. Hier gibt es so goldene Kiwi, die sind so ein bisschen, die schmecken einfach anders wie unsere grünen und die sind so lecker. Ich esse die richtig gerne, weil die einfach viele Vitamine haben und auch viel abdecken für den Alltag. So, jetzt hauen wir uns noch das Vitamin C rein und dann geht es nämlich schon zur Arbeit. Let's go. Herzlich willkommen beim Phillip Island Circuit. Hier am Anfang müssen wir erstmal durchs Gate. Da hat dann hier jeder Mitarbeiter so eine pinke Karte mit einer Nummer. Die müssen wir dann vorzeigen und entsprechend werden wir dann reingelassen. Dann haben wir morgens immer ein bisschen Briefing, was so ansteht am Tag. Die Crews teilen sich auf und dann geht's los. I don't know where I am. Oh my god, she eats all the time. I really like it. Ja, wir sind hier auf dem Phillip Island Circle und hier findet hauptsächlich die MotoGP statt. Hier haben aber auch andere Leute Möglichkeiten, mit ihren Autos zu fahren oder mit ihren Bikes zu fahren. Also die Rennstrecke ist auch für die Öffentlichkeit sozusagen zugänglich. Und ja, wir fahren jetzt erstmal zu den Zelten hin, wo ich auch arbeite aktuell. Not only the finger. Ich zeige euch heute mal, wie wir diese ganzen Zelte, in Englisch heißt es Marquis, wie wir die ganzen Marquis von A bis Z aufbauen. Am Anfang natürlich erstmal das Grundgerüst bauen. Das messen wir dann auch alles aus, bringen erstmal die ganzen Sachen in Position. Und ja, der nächste Schritt ist dann, diesen Floor, diesen Boden reinzulegen. Das sind so die ersten Schritte. Dann bauen wir diese Stahlträger zusammen. Im Englischen heißen die Beams. Und
Dann kommen wir zu meiner Lieblingsaufgabe, hier wirklich diese ganzen Frames, das ist einfach dieses ganze Stahlkonstrukt, was ihr hier seht, es aufzurichten. Das ist meine Lieblingsaufgabe, einfach weil wir da als Team zusammenarbeiten, jeder hat eine bestimmte Aufgabe. Ich bin hier zum Beispiel vorne an dem Leck, an dem einen Beam zu sehen, und dann gibt es noch andere Aufgaben. Zum Beispiel gibt es dann in der Mitte die Leute, die mit der Push-Up-Bar noch den Frame zusätzlich von der Mitte aus pushen, und dann noch die Leute am Leck, die dann quasi auch zur Sicherheit alles festhalten. Und finde ich einfach eine schöne Arbeit, weil man so als Team immer gut fungiert. Wenn dann der Frame aufgerichtet ist, werden dann noch diese Purlins, heißt das. Ich weiß wirklich nicht, wie die deutschen Begriffe, da sind halt diese Mittelteile, werden dann noch zur Halterung halt reingesteckt. Es ist auch so, dass, sag ich mal, jeder alle Aufgaben mal macht. Also wir rotieren da auch durch. Hier sehen wir jetzt auch mal, wo ich in der Mitte quasi die Purlins oben rein friemel. Und ja, macht eigentlich alles Spaß, jede Position. Ja, leider habe ich genau heute, wo ich so ein bisschen den Alltag auch abfilmen wollte, mein Mikrofon vergessen. Ich hoffe, dass das mit dem Ton jetzt klappt, weil heute fahren hier halt Bikes rum. Dementsprechend ist, glaube ich, die Hintergrundgeräusche sind ziemlich laut. Ja, ich wollte ein bisschen erzählen auch hier wieder, wie sind so die Arbeitszeiten. Also wir haben morgens 20 Minuten Pause und mittags nochmal 40 Minuten Pause. Und dann arbeiten wir immer so von 7 bis 16 Uhr, meistens aber länger, halt bis halb 6 auch manchmal. Dementsprechend sind es lange Arbeitstage. Dann fahren wir immer noch einkaufen nach der Arbeit und dann ist der Tag eigentlich rum. Ja, wir arbeiten hier wirklich an unterschiedlichen Stellen auf der Strecke. Dementsprechend sieht man halt immer auch die Bikes rumfahren, manchmal Autos, das ist richtig nice. Und an dieser Stelle viele Grüße an Yannick, das ist ein Kumpel von mir aus Germany. Und der kennt sich auch gut aus mit Motorsport, weil er es selbst betrieben hat und die Family auch. Deswegen denke ich immer ganz oft an dich, wenn hier die Autos lang petzen auf der Rennstrecke. Und ich werde jetzt hier arbeiten ungefähr für 2 Monate. Das zählt auch hier dann, wie gesagt, für meine 88 Days. Da muss ich nochmal einen anderen Job auch in die Richtung machen, aber das ist ganz nice. Ich kann hier vieles verknüpfen, viel Geld wegsparen, kann hier wirklich mit einem geilen Arbeitsplatz auch punkten. Oh ja, hier kommen wir jetzt auch noch zu einer meiner Lieblingsaufgaben, nämlich hier das Roof, quasi das Dach aufziehen. Da gibt es dann hinten das Team, was halt das Roof nach hinten zieht. Und meistens bin ich mit einem Kollegen, wo wir quasi das Roof oben in so eine Leiste reinfüttern, sagen wir, reinfeeden. Und das macht mir auch sehr viel Spaß.
Ja, nachdem wir quasi das Grundgerüst gebaut haben und das Dach drauf ist, dann werden hier diese Wände reingesteckt. Es sieht vielleicht einfacher aus, als es ist, aber das Zeug ist schon echt ziemlich schwer. Und wir haben da ein paar Leute in der Crew, die auch schon jahrelang dabei sind. Die hauen hier echt alles ratzfatz rein, also größten Respekt. Da sind einige richtige Tiere dabei, muss man wirklich so sagen. Ja, auch hier die Decke reinzuziehen, ist auch einer meiner Lieblingsaufgaben. Selbes Prinzip im Endeffekt, wieder die Teamarbeit. Sehr viel Spaß. Dann hatten wir hier echt teilweise so Thementage, da war mal Ferrari-Tag, dann war mal Lamborghini-Tag, wir hatten auch so einen Porsche-Tag gehabt. Richtig geil, dann fahren da die reichen Leute hier mit ihren Karren auf der Rennstrecke lang. Wir haben jetzt zum Beispiel, also wir haben gerade fast Feierabend. Und das ist jetzt zum Beispiel mal so ein ganz großes Zelt, wirklich mit riesigen Teilen. Das sind die Beams. Und also die sind wirklich ultra heavy. Und das ist dann halt wirklich immer dasselbe System. Kleinere Zelte, größere Zelte. So, wir haben jetzt Feierabend, wir sind jetzt schon daheim. Normalerweise fahren wir nach der Arbeit immer direkt zum Supermarkt. Heute ist alles ein bisschen anders, weil heute gehen ein paar Leute hier übers Wochenende heim. Deswegen laden wir hier kurz 2 Leute ab. Dann fahren wir gleich nochmal zum Supermarkt und da sehen wir uns gleich wieder. Bam. Also ich sehe auch gerade, dass ich übel dirty bin heute. Naja gut, ich kaufe gerade ein. Also wir gehen basically jeden Tag einkaufen nach der Arbeit. Ja, und deswegen kaufe ich auch alles daily ein, alles was ich quasi koche abends und auch dann die Vorbereitung für den nächsten Tag kaufe ich alles schon immer jeden Tag. Ja, ich kann euch jetzt nochmal hier die Alkoholpreise zeigen, das ist geisteskrank. So, die Arbeit ist beendet. I will follow James. Ja, ich werde die Jungs im nächsten Video vorstellen. I will introduce you guys in the next video. So I don't show his face. Ja, jetzt gibt es erstmal Magnesium. It's traditional? So, was steht jetzt heute Abend noch an? Eigentlich nur noch duschen gehen, Abendessen kochen und heute früh ins Bett gehen. Morgen gehe ich mit den Jungs nämlich ein bisschen hier so die Insel erkunden und so. Das Geile ist nämlich, dass wir halt diesen Van auch haben, dauerhaft, auch fürs Wochenende. Das einfach mega praktisch ist. So, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war gar nicht so einfach, das Video zu erstellen, weil ich ca. 50 Minuten Bildmaterial hatte. Da könnt ihr euch vorstellen, was ich alles abgefilmt habe. Wenn euch noch ein zweiter Part interessieren würde, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über eine Bewertung auf dem Video freuen. Lasst gerne ein Abo da und so lange sage ich, Schmiedi bleibt on Tour.